Bevor wir sozusagen in den letzten größeren Part einsteigen, hätte ich noch oder eine Hauptfrage. Ich habe gestern mal mit SAP telefoniert, mit auch einem durchaus euch bekannten Kollegen, der gesagt hat, naja, also eines unserer großen Aufgaben ist im Moment auch diesen Switch von diesen alten SAP-Anwendungen auf HANA zu begleiten. Jetzt ist letztendlich ja eure Aufgabe auch, ihr habt Kunden, die haben diese vermeintlich alte SAP-Landschaft, aber switchen gerade. Wie geht ihr damit um, dass sozusagen der Kunde, der so diesen Change-Prozess von SAP in Anführungszeichen alt in neu gerade durchführt, was muss ein CRM-Hersteller in der Hinsicht beachten oder machen? Oder was muss der Kunde auch in dem Fall mit euch zusammen beachten und machen? Also gut, von unserer Seite her kann ich wirklich sagen, wir haben viele Kunden, die halt auf den SAP-Lösungen aufsetzen. Von daher gibt es ja auch Standardkonnektoren, die dann halt auf die entsprechenden Versionen ausgeprägt sind. Und wir müssen und wir werden natürlich auch diese HANA-Thematik dann entsprechend mit unterstützen. Und wir haben schon zum Beispiel unser Standard-Download-Konnektor ist schon HANA funktionsfähig, das ist schon sichergestellt. Und die Online-Technologien, um die Systeme zu koppeln, werden in der Regel halt über Web-Services abgebildet. Und mit diesen Technologien sind wir eigentlich permanent dran, da die Integration dann halt entsprechend mit herzustellen. Also für unsere Kunden ist es jetzt, sagen wir mal, bietet Cursor schon die Sicherheit, dass auch wenn sie auf ein HANA-System wechseln, natürlich dann nicht Plug and Play, da ist schon ein bisschen Spezifikation und Projektmanagement erforderlich, das umzustellen. Aber wir sind dafür gewappnet und haben das bei uns ganz klar im Fokus, weil wir müssen ja auch entsprechende Lösungen bieten. Ja, meistens ist das Projekt ja auf Kundenseite mit anderen Rahmen noch mehr versehen. Und da gehört es einfach dazu, dass man den Blick auch Richtung CRM und den Abgleich wiederum herstellt. Und wir, ähnlich wie hier bei den Kollegen, wir sind dafür da, dass man im Prinzip aktuelle Schnittstellen hat, Frameworks, wo man sagt, okay, da kann ich das mitgestalten und mitwachsen. Wichtig ist, dass man, wenn ich den Fehler an den Kunden jetzt aussprechen würde, dass man früh genug diese Aspekte mit berücksichtigt bei der Projektplanung und vielleicht auch die Chance nutzt, manchmal auch zu überlegen, was man in den Prozessen besser machen könnte. Ja, einfach sagt, okay, muss das noch sein, macht das so Sinn oder geben die neuen Möglichkeiten über die Schnittstelle vielleicht auch, geben die neuen Techniken auch neue Möglichkeiten mit. Und das wäre so ein Punkt, wo ich sage, also alle paar Jahre mal zu hinterfragen, wie heißt es so schön, also Neudeutsch heißt ja Reengineering, aber grundsätzlich, wenn jemand sagt, das machen wir schon immer so, dann muss man immer tun. Ja, also das ist so die wichtigste, das machen wir schon immer so, das haben wir schon immer so gemacht, das sind die Reflexe, wo sofort jemand sagt, okay, dann muss ich reinschauen. Genau, da muss das Lämpchen angehen. Ja. Ich finde es mit der Projektplanung ganz wichtig, weil das ist auch eine unserer zentralen Fragestellungen, wenn es um Einführungsprojekte geht. Gibt es denn projektbeeinflussende Parameter im Umfeld, die unser Projekt tangieren? Weil manchmal hat man das gar nicht so auf der Agenda, ja, dann startet man euphorisch mit einem abgestimmten Projektplan und auf einmal kommt irgendwo hinten ein Fähnchen hoch. Moment, wir lösen hier gerade noch das und das System ab und die Neueinführung und die Schnittstelle, die ihr angedacht habt, die können wir so gar nicht umsetzen oder das macht gar keinen Sinn. Und wirklich sich auch diesem Thema im Vorfeld zu widmen, um die Projektrisiken zu identifizieren und frühzeitig in der Kommunikation mit dem Kunden auch transparent zu machen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja.